ja, wir wollen so immer gerne gut genug sein. Ne? Wir haben so ein mega das Bestreben, wir wollen gut sein oder gut genug. In allem, ne? In Ja. unserer Arbeit, im spirituellen Dasein, in unseren sportlichen Aktivitäten. Es ist so ein ganz starkes, es ist nicht gut. Es ist nicht gut, so wie es ist. Und wir müssen besser werden. Wieso, als ob es wie nicht reicht. Ne? Ja. Immer haben wir so das Gefühl, es reicht nicht, es ist nie gut genug. Ja. Und wir müssen uns anstrengen, noch besser zu sein. Mit den Kindern, wenn wir die Kinder erziehen, haben wir das Gefühl, oh, es ist nicht richtig, es ist nicht gut genug. Wir selber sind nicht gut genug, vielleicht nicht schön genug, nicht reich genug, nicht was auch immer, liebevoll genug. Ne? Ja. Also so, ja. Und das ist was, wo unsere Wirklichkeit oder unser Leben erschafft. Dieses Gefühl von nicht gut genug sein, nehmen wir eigentlich in den nächsten Moment mit rein oder in unser Leben mit rein. Und hoffen immer auf diesen Punkt, wann jetzt gut genug ist. Wann sind wir heil? Wann haben wir genug Therapie gemacht, dass wir uns wieder heil fühlen? Wann erwachen wir? Und dann ist es gut genug. Oder wann sind wir genug erwacht? Genau, oder wann sind wir genug erwacht? Oder müssen wir noch tiefer erleuchtet sein oder noch tiefer das erleben und so. Und dieser Mechanismus ist von tief drin eigentlich, von diesem Trennungsgedanken ich und die Welt, haben wir das wie mit reingebracht eigentlich so ins Leben. Wir sind wie so nicht gut genug für die Welt und versuchen gut genug zu werden. Und das erschöpft natürlich. Das ist wahnsinnig anstrengend. Und deshalb die Frage, wann sind wir gut genug? Oder wer kann uns das sagen, dass wir jemals gut genug sind? Wir warten einfach auf irgendwas, das uns die Erlaubnis gibt, jetzt bist du gut genug. Und das kommt irgendwie nicht. Ne? Wahrscheinlich warten viele schon 40, 50 Jahre darauf und es ist nie gekommen. Oder wir versuchen es zu kreieren. Ne? Wir versuchen das gut genug zu kreieren. Wenn ich das habe oder das Geld verdiene oder das spirituelle Ziel erreicht habe, dann bin ich irgendwie gut genug. Und wir müssen da auch einfach enttäuschen. So werden wir nie gut genug sein. Nie. Weil durch dieses Gefühl, was wir erzeugen, dass der jetzige Moment nicht gut genug ist, also dass irgendwas verändert werden muss an uns oder am Leben, zeigt schon, dass wir uns eigentlich getrennt haben vom Leben. Weil das Leben ist im jetzigen Moment, der Moment, der da ist absolute Perfektion, ist absolut gut genug. Wir können wie nichts machen, dass der noch besser wird. Der ist in dem Moment schon gelebt. Also das ist gut genug. Wir können nicht den Moment wie verändern. Und wir versuchen, das Leben eigentlich zu kreieren aus dem nicht gut genug heraus. Und das Leben macht das nicht. Das Leben kreiert aus der Fülle heraus und aus dem, es ist genug. Der Moment ist vollkommen. Du bist vollkommen in dem Moment. Und von da aus könnte der Mind sagt dann wieder, oh, wenn der Moment ja vollkommen ist, dann muss ich ja wie nichts mehr machen. Ne? Also dann muss ich mich ja nicht anstrengen, irgendwie besser zu werden oder in Beziehungen zu pflegen oder so. Ist ja eigentlich alles gut genug und so. Und das ist aber vom Leben aus oder von der Existenz aus ist das nicht. Das erschafft oder kreiert aus dieser Fülle heraus von gut genug, erzeugt es mehr, erzeugt es anders, entwickelt es sich. Also aus der Quelle des Vollkommenheit wird Vollkommenheit kreiert. Und das ist eigentlich so tief und schön, wenn man das erfährt. Ich bin gut genug, auch wenn ich nicht erwacht bin und wenn ich nicht vollständig geheilt bin und wenn ich nicht so viel Geld habe, wenn ich nicht so viel Anerkennung bekomme, wie ich gerne hätte.
es ist genug. Und diese Wahrheit wirklich zu erkennen und zu leben, bringt eigentlich das Leben dazu, diese Vollkommenheit weiter auszudrücken. Also das entwickelt sich aus diesem Es ist gut, entwickelt sich das nächste Es ist gut. Und das hat eine Riesenkraft. Und das ist so ein Gegensatz zu dem, was wir immer suchen, diese Perfektion. Wir suchen eigentlich einen perfekten Moment, den es nie geben wird, den wir nie erreichen werden. Und diese Illusion ist einer der größten Illusionen der Menschheit. Und wenn wir das manchmal nur schon als Idee, wenn ihr das hört, jetzt in dem Video, nur als Idee mal reinnehmt, oh was, ich soll jetzt schon vollkommen sein, also ich bin jetzt vollkommen. Ne? Das heißt aber nicht, dass keine Entwicklung mehr stattfindet. Das ist eigentlich der große Punkt. Jetzt ist die Vollkommenheit. Genau jetzt, mit all dieser Unvollkommenheit, die wir vielleicht erdenken in unserem Mind. Und aus dieser Vollkommenheit, aus diesem Erkennen von der Vollkommenheit, wird weitere Vollkommenheit erschaffen. Also wir müssen nichts mehr leisten. Ne? Ja, uns nicht mehr so anstrengen. Ja, ich habe gerade ein mega cooles Beispiel, ist mir gekommen. Wenn der Schmetterling zur Raupe wird, ne? Also bevor, ne, ist er ja eine Raupe. Okay? Ist die Raupe unvollkommen? Würde ja keiner sagen, ne? Wenn wir durch die Natur gehen und wir gucken so im Wald und da kriecht ein Käfer, sagen wir, ach, das ist schön, die Vollkommenheit der Natur, der ist total perfekt und schön. Sehen wir eine Raupe, sagen wir, oh, ist die schön, ist die perfekt. Ist die Raupe unperfekter als der Schmetterling? Die Raupe ist genauso perfekt in ihrer ganzen Schönheit, in ihrer Art zu krabbeln oder zu kriechen, sich auszudrücken, wie in dieser verpuppten Form, wo man plötzlich da diesen noch drumherum sieht sie wunderschön aus und perfekt. Da ist totale Perfektion, obwohl sie eigentlich völlig unperfekt ist. Ne? Wir würden ja sagen, der Schmetterling ist die Perfektion, aber das stimmt nicht. Genau. Es ist eigentlich jede Phase und das ist eigentlich das, was wir meinen. Ne? So, wir sind immer perfekt in unserer Unvollkommenheit. Ja. Und das heißt aber nicht, dass wir uns nicht weiterentwickeln dürfen. Dass wir Aber es ist nicht das Ziel, der Schmetterling. Genau. Ja, genau. Und die Raupe, ne? Sondern diese Perfektheit in jedem Moment ist unvollkommen. zu spüren oder wahrzunehmen und uns da rein zu entspannen und immer wieder, okay, meine Fehler dürfen auch sein und ich arbeite ja dran, aber ich muss nicht mit so einer Verbissenheit und ja auch so eine Selbstenttäuschung manchmal von sich. Ne? Das nimmt einem dann auch so viel Kraft immer im Leben. Und das zu sehen, dass das okay ist, dass ich auch Fehler mache oder unperfekt bin, das fühlt sich ganz anders an. Ja, wir können das wie nicht anders ausdrücken als du bist vollkommen. Ja. Du bist perfekt genau so. Ich bin perfekt, Pratibha ist perfekt, der ganze Moment ist vollkommen. Und wenn wir das wirklich reinnehmen können, schwingen wir mit und es entspannt sich was. Und in dieser Unperfektheit und in diesem Entspannen kommt also kann man vielleicht diese Perfektion spüren. Also zum Beispiel, das Beispiel fand ich auch schön mit diesen, ich liebe meine Kinder nicht genug oder ich liebe mich nicht genug. Und wenn ich das loslasse, dass ich das einfach manchmal nicht schaffe, die genug zu lieben, merke ich plötzlich, doch, ich liebe sie ja total. Also es ist das Witzige, wenn wir eigentlich aufhören, das so machen zu wollen, merken wir, das ist ja schon da. Ich muss mich ja nur entspannen und dann ist die Liebe da. Ne? Für mich, für meine Mitmenschen. Ja, und deshalb ist einfach dieses Streben nach der Perfektion oder nach diesem Gutsein, das ist das, was Trennung erschafft. Das ist eigentlich die größte Unvollkommenheit. Genau, ne? ja. Das trennt uns ab von der ist Gott sei Dank nur erdacht. Ne? Die ist nicht wirklich wahr, die ist eigentlich wie so erdacht, die ist eigentlich wie so ein Traum, der draufgelegt wird auf unser Dasein. Aber er hält uns natürlich in so ein tiefes Unglücklichsein, weil wir diese Vollkommenheit wie nicht sehen können. Ne? Dass wir jetzt in dem Moment die beste Version sind, die wir sein können. Wir können nicht besser sein als das, was wir jetzt sind. Ne? Ja. Und das ist schon, das ist stark, das ist schön und das geben wir euch gerne heute als Geschenk mit.
Ja. Genießt es, so wie ihr seid.